Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video und heute mal mit etwas, was ich schon länger nicht mehr so in diesem Format gemacht habe. Und zwar einfach nur live kommentiertes Flive Universe Gameplay. Wie es wahrscheinlich ein paar von euch mitbekommen haben, schreibe ich gerade meine Bachelorarbeit und infolgedessen, um weiter täglich Content zu bringen, muss ich jetzt ein bisschen vorproduzieren, dass ich mich voll darauf fokussieren kann. Und deswegen, kommen jetzt auf jeden Fall ein paar vorproduzierte Videos, also nicht wundern, was das angeht. Und das Thema des heutigen Videos ist ein Thema, was ich letztens im Stream angesprochen habe. Und das ist etwas, worüber ich eigentlich noch nie wirklich geredet habe. Und was wirklich mal lange Zeit, also schon ein paar Monate auf jeden Fall, oder ja, eine längere Zeit auf jeden Fall, meine Idee war so ein bisschen. Und ich habe es dann aber aus bestimmten Gründen einfach nie wirklich weiter verfolgt. Aber ich dachte mir, es ist vielleicht trotzdem ganz interessant, darüber mal zu reden. Keine Ahnung, vielleicht hat ja jemand von euch eine ähnliche Idee und ist sich nicht sicher, ob er es durchziehen soll oder keine Ahnung. Jedenfalls geht es um ein YouTube-Projekt, das ich mal starten wollte. Und es hat sogar auch mit Flive ein bisschen zu tun. Was ich aber, wie gesagt, nie wirklich gemacht habe. Also erstmal das Projekt, also die Idee dahinter ist relativ simpel. Früher gab es ja viele, also gibt es heutzutage immer noch, aber ich glaube, früher war das tatsächlich so Let's Play Together-mäßige Teams. War deutlich früher weiter verbreitet, denke ich, als heutzutage. Ich denke heutzutage grundsätzlich, dass man halt Videos mit anderen Leuten macht und so ist schon noch auf jeden Fall, ja, es gibt schon noch, aber ich glaube, diese richtige Ära davon, falls man es überhaupt so nennen kann, war ja so ungefähr vor 10 bis 12 Jahren sowas, so kurz nach der 2010er-Wende, als YouTube generell natürlich größer geworden ist, immer größer geworden ist nach 2010 so ungefähr. Und es richtige YouTuber dann ja auch gab und so. Und genau in dem Zeitraum war es auch, wo ja, ich eben diese Idee hatte. Und was die Idee letztendlich war selbst so ein YouTuber-Team mehr oder weniger zu gründen. Aber jetzt nicht so im Sinne von Pete's Meet oder so, wo halt wirklich 6 Leute sich einfach einen Kanal teilen, mehr oder weniger oder irgendwie so in der Art. Schon so, dass jeder sein eigenes Ding macht, aber man dann quasi wie so ein MMO-Hub gründet, was es natürlich auch zu häufig, davon gibt es auch sehr viele Kanäle, ich weiß, aber ich meine, dass man das quasi als Team aufzieht. Und die Grundidee war dann quasi, dass einer sich um ein Spiel kümmert oder sich auf ein Spiel fokussiert. Heißt natürlich nicht, dass er nur dieses eine Spiel spielen darf oder nur Content von einem Spiel bringen darf, keine Frage, das auf jeden Fall nicht, sondern einfach nur in dem Sinne, dass du halt einen Experten für verschiedene Games hast. Und damals, oder schon immer, war ich ja mehr so der Free-to-Play-Spieler. Das heißt, die Idee war da tatsächlich auch, dass es nur Free-to-Play-MMOs sein dürfen oder sollen. Zum Beispiel Metin 2, Kabal, Flive, keine Ahnung, 4Story, whatever, vollkommen egal. Und dass man da so 5, 6 Leute zusammentrommelt, da macht man quasi einen YouTube-Kanal mit denen. Wie gesagt, den hätte man dann irgendwas mit MMO genannt, MMORPG irgendwas, whatever, ist ja egal. Und dort hätte dann quasi sozusagen der Sammel-Content mehr oder weniger stattgefunden, wo dann zum Beispiel immer montags kommt ein Flive-Video, immer dienstags ein Metin 2-Video, immer donnerstags ein Kabal-Video, immer samstags kommt vielleicht ein Podcast oder so, wo alle zusammen irgendwie was aufnehmen oder so. Also ein gemeinsames Ding. Und an den anderen Tagen macht aber jeder ein Video für den Hauptkanal. Und was im Endeffekt der Sinn davon gewesen wäre oder was so der Grundgedanke dahinter war eigentlich auch recht einfach. Du hast quasi deinen eigenen Kanal oder jeder hätte quasi seinen eigenen Kanal gehabt. Also ich zum Beispiel mit Flive jetzt hätte mein Zeug gepostet und hätte aber zeitgleich quasi auf dem Main-Kanal, also auf diesem gemeinsamen Kanal quasi auch Flive-Videos gepostet. Natürlich da dann möglichst halt allgemeinere Videos, jetzt nichts zu Spezifisches, womit halt auch Leute was anfangen können, die das Spiel nicht unbedingt spielen. Wo du halt im Endeffekt mehr oder weniger Crossover-Werbung für die verschiedenen Spiele machst, ja, also sozusagen eine gemeinsame MMO-Community aufbaust, aber zeitgleich halt auch wiederum Werbung für dein eigenes Spiel machst, Werbung für deine eigene Community machst und dass sich das alles so ein bisschen gegenseitig so ein bisschen, ja, hochschaukelt, kann man fast sagen. Also man hätte dann noch so Challenges machen können, wo die einzelnen Spieler dann quasi gegeneinander antreten, zum Beispiel in welchem Spiel schafft man es am schnellsten Level 20 zu erreichen und so, und da hätte dann jeder quasi eine Woche lang jeden Tag ein anderes Video kommen können. Der eine probiert es in dem einen Spiel so schnell wie möglich, der andere in dem anderen Spiel, und dann hat man einfach gesehen, wie schnell schafft man es in verschiedenen Spielen, zum Beispiel auf Level 20 oder so, oder wie schnell schafft man es aufs Maximallevel oder lauter solche Sachen. Also man unendlich, glaube ich, Möglichkeiten gehabt, da irgendwie, ja, Content rauszuziehen. Und wie gesagt, hätte halt im Endeffekt jedem so ein bisschen genutzt. Also jeder hätte dann damit für seinen eigenen Kanal Werbung gemacht.
zeitgleich für das eigene Spiel, was man supporten will und zeitgleich natürlich auch für die anderen wiederum. Also man hätte sich, wie gesagt, so gegenseitig einfach immer ein bisschen hochgepusht, hochgezogen und ja, das war damals so die Idee im Endeffekt. Also das war es eigentlich auch schon, ist relativ simpel, denke ich. Wie gesagt, du hast halt in dem Fall ein MMORPG-YouTuber-Team mehr oder weniger gegründet. Ich weiß auch nicht, ob es sowas tatsächlich gibt. Also ich habe tatsächlich nie nachgeschaut, ob es sowas im englischsprachigen Raum oder so tatsächlich gibt. Ich glaube, genauso wie meine Idee war, eher nicht. Also ich weiß, es gibt YouTube-Channel, die aus, wie gesagt, mehreren Leuten, einer richtigen Redaktion teilweise bestehen und so, das auf jeden Fall. Aber, oder halt so Teams gibt es natürlich auch, aber halt spezifisch auf eine Nische, spezifisch zum Beispiel auf MMORPGs runtergebrochen, wo sich dann auch eigentlich wirklich jeder hauptsächlich um ein Spiel kümmert. Wie gesagt, heißt natürlich nicht, dass der nur Videos von dem Spiel hochladen dürfte oder so. Das wäre natürlich auch Schwachsinn gewesen. Mache ich ja auch nicht oder habe ich auch nicht gemacht. Ich meine, ich habe 12.000 Videos und davon sind, na gut, die Hälfte davon ist wahrscheinlich tatsächlich Flive mittlerweile, aber trotzdem ein großer Teil davon ist eben auch nicht Flive. Also ich meine, das wäre natürlich Schwachsinn gewesen. Aber ja, das war so damals mein Traum und wie gesagt, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, wie wir im Stream darauf gekommen sind. Aber auf jeden Fall habe ich da vor ein paar Tagen zum allerersten Mal davon erzählt, im Stream. Und ehrlich gesagt habe ich mich danach wieder so ein bisschen, oder da kommt man halt so ins Grübeln, wenn man das so erzählt, dann denkt man sich so, ja, hätte vielleicht gar nicht so schlecht werden können. Aber jetzt wollte ich ja eigentlich noch von den Gründen erzählen, warum ich es nicht gemacht habe. Also grundsätzlich denke ich, es ist immer noch eine ziemlich gute Idee. Also sie könnte auf jeden Fall funktionieren. Aber es gibt natürlich auch viele Punkte, an denen es scheitern könnte. Und naja, das erste ist natürlich relativ offensichtlich. Du musst erstmal die Leute finden, die darauf auch wirklich Bock haben. Das ist natürlich schon mal das eine Problem. Jetzt aber kein riesiges. Ich meine, ich denke zu allen Spielen, und ich meine, ich hätte mich ja gar nicht auf irgendwelche Spiele festgenagelt. Also ich meine, ob das jetzt dann Medium 2 oder Neverwinter oder irgendein anderes Free-to-Play-MMORPG ist ja letztendlich egal. Rein theoretisch könnte man so ein Team ja auch immer erweitern. Also rein theoretisch könntest du ja auch nicht sagen, ja, wir sind jetzt 6 Leute und nehmen nie wieder jemanden auf oder so. Du könntest ja auch sagen, naja, wenn sich jetzt hier jemand sozusagen meldet, der auch wirklich aktiv Content pusht und so weiter und so fort und da auch Bock drauf hat und ein neues Spiel quasi raus, kann ja auch ein neues Spiel released werden zum Beispiel, und du findest dann jemanden, der sich da auch wirklich sozusagen für einsetzt oder so, hätte man natürlich auch machen können. Sage ich gar nicht, dass es nicht so ist, aber grundsätzlich hättest du erstmal eine Basis schaffen müssen. Eine Basis mit eben, wie gesagt, den Leuten. Und da ist halt dann schon das erste Problem, diese Leute würdest du ja logischerweise nicht kennen. Und das war eigentlich auch damals mein Hauptbedenkpunkt. Naja, ich meine, klar, du kannst jetzt auf YouTube eingeben, Metin 2 Let's Play war es ja damals. Damals war ja alles noch ein Let's Play. Heutzutage macht ja eigentlich kein Mensch mehr Let's Plays. Also zumindest nennt man es nicht mehr so, weil kein Schwein auf solche Videos klickt. Das wäre jetzt nicht das Problem gewesen. Das Problem ist aber, du kennst diese Leute halt nicht. Ich meine, klar, du kannst die Videos angucken, du merkst dann, okay, wie sind die so drauf? Hauen die ganze Zeit nur Beleidigungen raus oder sind die ein bisschen zumindest family-friendly? Wirken die kompetent? Laden die jetzt nicht unbedingt Cheat-Videos hoch oder so? Lauter solche Sachen hätte man natürlich alles überprüfen können irgendwo. Sag ich mal, dass du jetzt halt ja nicht die ultraschwarzen Schafe dir ins Team holst, die dann letztendlich irgendwie die ganze Zeit irgendeinen Humbug macht und in dem eigenen Spiel vielleicht auch mehr Schaden anrichten, als dass sie Gutes tun oder whatever. Das hätte man natürlich machen können. Aber das Problem ist, du kennst die Leute halt nicht wirklich. Und das ist halt das Ding. Das ist halt bei so einem Projekt, oder mir persönlich ging es halt bei so einem Projekt, oder wäre es bei so einem Projekt, besser gesagt, ich meine, ich habe es ja nie gestartet, tatsächlich darum gegangen, dass es halt auch wirklich, naja, was Langfristiges ist. Also jetzt nicht halt, ja, wir machen das jetzt 2 Wochen und danach ist der Channel tot, keiner lädt mehr Videos hoch, jeder macht wieder sein eigenes Ding. Oder vielleicht machen die Leute nicht mal mehr ihr eigenes Ding, sondern hören einfach komplett mit YouTube auf, von einem Tag auf den anderen so ungefähr. Das war halt mein größtes Bedenken. Und dann halt auch grundsätzlich natürlich die Zuverlässigkeit. Also ich meine, klar kann er sagen, er hat Bock drauf, aber dann lädt er halt nur Videos auf seinem eigenen Channel hoch und macht irgendwie nie was für die Gruppe sozusagen oder für den Main-Kanal. Was ja auch kein Thema wäre, wenn einer mal eine Woche lang nichts hochlädt oder so, wenn man keine Zeit hat. Aber dass du halt irgendwie das dann so einreißt, man dann gar nichts macht oder so, und dann merkst du schnell, okay, irgendwie mit dem wird das nicht so wirklich was. Und ja, lauter solche Sachen halt. Also das Zwischenmenschliche und halt das größte Problem, wenn man halt die Leute auch einfach schlichtweg nicht kennt. Das heißt, du weißt halt auch wirklich nicht, worauf lässt du dich da ein. Klar kannst du ihm schreiben, kannst ihn über Discord-Call einweihen so und abfragen, hast du da Bock drauf und whatever. Aber du weißt halt nie, wie lange sind die Leute wirklich am Start, wie ambitioniert sind die und wie sind sie sonst so drauf. Wie gesagt, lauter solche Sachen, das kannst du einfach unmöglich wissen. Und das war tatsächlich damals wirklich mein größter Bedenkpunkt. Es war echt wirklich der einzige richtige Bedenkpunkt. Ich meine, klar,
so Gedanken, was im Stream noch aufkam, die Rückfrage, wenn sowas dann wirklich Erfolg hat, wie macht man es dann mit dem Geld und so? Das hatte ich damals tatsächlich, ich glaube, so ganz am Rand hat man so einen Gedanken vielleicht auch schon mal gehabt, aber ich meine, ganz ehrlich, an sowas hast du 2014, 2013 nicht gedacht, an wirklich Geld verdienen mit YouTube. Da war das ja wirklich nur reines Hobby, rein zum Spaß. Da war man ja auch selber noch nicht mal erwachsen und so. Aber klar, das wäre natürlich auch so ein Bedenkpunkt gewesen, den man irgendwann gehabt hätte. So, wie teilt man dann die Kohle, kriegt wirklich jeder den gleichen Anteil, macht jeder wirklich die gleiche Arbeit, pipapo. Aber gut, das hätte man ja in einem Vertrag regeln können. Ich meine, dafür gibt es ja Gesellschafterverträge und solche Sachen. Aber ja, das war es eigentlich auch schon. So eine grundsätzliche Idee, so ein MMO-Team sozusagen aufzubauen. Und wie gesagt, ich bin eigentlich immer noch relativ überzeugt von der Idee. Also ich denke, das hätte wirklich funktionieren können. Mit den richtigen Leuten definitiv. Ich denke, auch heutzutage wäre es wahrscheinlich noch gar keine so schlechte Idee. Sicherlich die MMORPG oder die MMO-Community ist wahrscheinlich eher zurückgegangen. Also grundsätzlich Gaming ist natürlich alles nach oben gegangen, zahlentechnisch. Ich meine, heutzutage bezeichnet sich ja literally jeder, sogar Fußballer geben offen zu, dass sie Counter-Strike zocken und so. Neymar zum Beispiel. Klar, das hat ganz neue Level erreicht. Also ich meine, es ist international oder weltweit einfach jetzt ganz anders anerkannt. Und wie gesagt, die Gaming-Branche ist auf jeden Fall nur gewachsen in den letzten 10 Jahren. Aber die MMORPG-Branche nicht unbedingt. Ich meine, die sind wahrscheinlich eher auf dem gleichen Stand geblieben, wenn nicht sogar, manche Leute sagen ja sogar, dass sie wahrscheinlich sogar rückgängig ist. Also wirklich dedizierte MMORPG-Spieler. Und ich denke aber trotzdem, dass selbst heutzutage sowas ganz guten Anklang finden würde, wenn man es, wie gesagt, richtig aufzieht und vor allem mit den richtigen Leuten. Aber die Risikofaktoren sind halt, wie gesagt, vor allem halt, fast den Giant angegriffen, dass du halt nicht hundertprozentig weißt, worauf du dich einlässt. Und wie gesagt, selbst wenn du weißt, worauf du dich einlässt, dann gibt es natürlich immer noch die normalen Risiken, wie kommt es wirklich gut an? Oder was macht man, wenn zum Beispiel ein Spiel ultra schlecht ankommt? Also es könnte zum Beispiel sein, du hast dann den Main-Kanal und keine Ahnung, sagen wir mal durchschnittlich, alle Videos haben so durchschnittlich 500 bis 1000 Aufrufe von 5 Spielen, aber Spiel Nummer 6 hat dann irgendwie immer nur so 20 Aufrufe, jetzt mal so ganz extrem formuliert. So, was würdest du dann machen? So, und das zieht sich so wirklich monatelang durch, egal was der hochlädt. Der kann die krassesten Videos machen, die krassesten Edits oder was auch immer. Schaut sich einfach keiner an, weil das Game im schlimmsten Fall tatsächlich tot ist. Was macht man in solchen Fällen? All diese Probleme hätten aber erstmal aufkommen müssen natürlich, aber wären alles so Sachen gewesen, über die man irgendwann nicht sicher hätte nachdenken, sicher drüber reden hätte müssen, aber natürlich jetzt nicht ganz am Anfang schon ein Problem dargestellt hätten. Worauf ich aber letztendlich mit dem Video auch hinaus wollte, war wie gesagt, wenn ihr selber so ein Projekt habt, kann ich euch noch sagen, vielleicht probiert ihr es einfach und wenn ihr dann auf die Schnauze fallt, dann ist es so. Aber wie gesagt, ich bereue es so ein bisschen, weil ich denke, wie gesagt, heutzutage könnte man es sicherlich auch probieren. Aber ich denke früher, also literally vor 10 Jahren, wenn man das halbwegs vernünftig aufgezogen hätte, ich meine, damals war ja alles auch noch nicht so ultra professionell, wie es heutzutage ist auf YouTube und so, also auch was einfach nur ganz normale Audioqualität oder was auch immer angeht oder Full-HD-Videos und whatever. Ich meine, damals war man noch viel nachsichtiger, wenn Videos einfach, naja, also rein von den ganz objektiven Sachen, unabhängig vom Inhalt, einfach noch ganz andere Qualität hatten und so. Das war ja damals alles wirklich egal. Also ich denke einfach, die grundsätzliche Idee hätte wirklich einen guten Anklang finden können und wäre einfach interessant gewesen, was daraus geworden wäre. Genauso gut könnte ich mir natürlich auch vorstellen, dass es überhaupt keinen Anklang gefunden hätte, dass der Kanal dadurch, dass er zu unterschiedlichen Content hochlädt, also ja, zwar alles aus der MMORPG-Branche, aber halt einfach 5 oder 6 verschiedene Games, dass der Algorithmus da nie wirklich reinpickt, weil er sich denkt, okay, jetzt lädt er wieder davon was hoch, dann davon, jetzt das, was zum Teufel ist hier los? Das ergibt überhaupt keinen Sinn, was der hochlädt, so ungefähr. Der Kanal, ja, das hätte natürlich grundsätzlich passieren können. All solche Sachen weiß man nicht, aber wäre einfach interessant gewesen, das rauszufinden. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwie so ein Projekt habt, man kann es ja auch klein anfangen, erstmal mit 2 Leuten oder so zum Beispiel, also sowas in der Art. Und dann kann man ja immer wieder gucken, okay, holt man noch einen dritten ins Boot oder so, oder lässt man es lieber so, wie es ist, oder läuft es einfach überhaupt nicht und man bläst die ganze Sache ab. Hätte man ja alles probieren können, aber ich denke, heutzutage habe ich jetzt einfach nicht mehr die Zeit dafür, sowas noch aufzubauen. Das war halt damals als Schüler, hatte man so unendlich viel Freizeit. Da hätte das easy funktionieren können. Heutzutage, wo sich, wie gesagt, jeder eher um sein Zeug kümmert, was ja aber auch Sinn ergibt, weil man einfach nicht so viel Freizeit hat und die muss man halt gucken, wie man sie einteilt, ist es halt natürlich, wie gesagt, schwieriger. Danke euch auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr fandet das Videothema ganz interessant und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Fly Universe Video wieder. Schaut auf jeden Fall im Livestream vorbei, Twitch-Link ist in der Videobeschreibung und bis dahin, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.